Hi, ich bin der Steve von Rodec, mache den Vertrieb in Deutschland und bin heute hier mit Adrian von Rodec. Adrian ist der Produktspezialist für dieses wunderschöne Pult hier. Das ist das Rodec MX Modular. Und bei dem Namen Rodec klingelt es vielleicht noch bei dem einen oder anderen. Adrian, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was über die Marke. Also Rodec ist tatsächlich gar nicht so neu. Viele von euch kennen vielleicht noch die gesamte DJ-Mischserie, die Rodec rausgebracht hat. Also MX 180, Mark I, Mark II, Mark III. Da habe ich persönlich lange drauf aufgelegt in meinem Heimclub in meiner Heimatstadt. Phänomenaler Sound. Die waren immer bekannt für ihre super gute Bauqualität. Das waren Panzer. Also ich habe in dem Club 8 Jahre lang aufgelegt und ich habe mit keinem Rodec jemals Probleme gehabt. Und ja, Rodec kommt eigentlich aus Belgien, wurde in den 1950ern gegründet von Roger de Klerk. Da kommt auch der Name her Rodec, also Roger de Klerk. Und die haben eigentlich angefangen, so Röhrenverstärker zu bauen. Und dann ist das Ganze immer mehr zu einer wirklichen Mischpult-Firma geworden, weil die Anforderungen damals einfach so waren. Witzigerweise war es auch so, dass der Crossfader, den man heutzutage aus den DJ-Pulten kennt, ursprünglich von Rodec kommt. Weil Rodec hat, also Roger de Klerk hatte eine Anfrage bekommen von einem Betreiber eines Cafés und der wollte die Möglichkeit haben, zwischen 2 verschiedenen Quellen hin und her zu schalten. Und daraufhin hat Roger de Klerk dann diesen Crossfader entwickelt. Cool. Und ich muss sagen, ich habe diese Konsole das erste Mal in Berlin auf der Superboost gesehen und war echt umgehauen, weil die für mich die Lücke schließt aus Recording-Pult, Performance-Tool. Du kannst ein Live-Act damit machen, du kannst ein DJ-Set machen, du kannst ein hybrides Set damit machen. Deswegen heißt diese Konfiguration auch die Hybrid Performance-Konsole. Vielleicht werfen wir kurz einen Blick drauf. Also hier oben, das kennt man zum Teil. Also das sieht für mich jetzt aus wie normales 500er. Ich glaube 10 Slots hier. Kann man das denn auch komplett leer kaufen oder muss man das so kaufen? Ganz genau. Also die Idee von dem MX Modular ist letztendlich, dass man einen super Startpunkt hat, um sich das Mischpult nach seinen Vorstellungen zu konfigurieren. Also wir haben hier oben, wie du schon erwähnt hattest, die 500er Slots. Also wir haben hier erstmal 8 Kanäle und die sind frei konfigurierbar. Und dann haben wir hier die 8 API 500 Slots und die kannst du frei bestücken, wie du willst. Du kannst das Mischpult letztendlich quasi nackt kaufen, nur mit den Fadern und die gesamten Slots sind dann frei. Das kannst du machen. Wir haben jetzt hier tatsächlich die Hybrid-Version gezeigt. Das ist die, muss ich sagen, beliebteste Variante. Einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil du alles hast. Du hast einmal 4 Monofader. Also die Monofader erkennt man daran, dass sie schwarz sind. Die Stereofader sind orange. Und dann hast du bereits schon diesen phänomenalen M501 Mic Pre mit dem Rodec-typischen EQ. Also das ist tatsächlich auch ein eigenes Rodec-Modul hier. Ganz genau. Also wir sprechen hier letztendlich erstmal von der Seite hier, von den ersten 8 Kanälen. Das ist alles Rodec Stock sozusagen. Also wir haben den M501 Mic Pre mit unseren eigenen Custom Operationsverstärkern. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal zu, warum der Rodec so klingt, wie er klingt. Und dann haben wir noch hier das 100er System. Das haben viele Leute noch gar nicht so gecheckt, weil die dachten, okay, was ist das? Letztendlich ist das 100er System sozusagen eine Abwandlung von dem 500er System. Und was wir uns gedacht haben ist, wir nehmen den 500er Stereo-Slot und dann unterteilen den in 3 verschiedene Bereiche. Und dann kann man sich aus dem Rodec-Portfolio eigene Module zusammenstellen. Also hier haben wir den Phono Preamp, dann haben wir den Stereo EQ und dann den M104, da bin ich ein Riesenfan von. Das ist das Analogfilter mit variabler High-Pass- oder Low-Pass-Charakteristik, mit Frequency-Steuerung selbstverständlich und wir haben einen Dynamic Mode, das heißt, der Cut-Off, also die Filterfrequenz vom Filter wird gesteuert vom Eingangssignal. Da kannst du sehr geile dynamische Effekte mit kreieren. Genau, also das ist erstmal so das 100er-System und das 100er-System ist frei. Also es gibt auch schon ein paar Hersteller, die gesagt haben, dass sie gerne dem 100er-System beitreten möchten und eigene kleine Module bauen, weil ich glaube, das wird nochmal das 500er-System wieder richtig neu beleben. Und ich glaube, das Coole ist, also ich finde es einmal ist es mega platzsparend hier mit den Modulen und man kann die Module auch in einen Adapter stecken, dass die dann 500er kompatibel sind. Das heißt, wenn du jetzt die
eben unabhängig von dem Pult nutzen kannst oder möchtest, dann ist das mit diesem Adapter, ich glaube K7 heißt der oder Ganz so. genau, ja. Und hier haben wir noch ein Modul reingeschmuggelt, was jetzt eigentlich nicht dazu gehört, von Elysia. Ja. Einfach um zu zeigen, dass man eben Drittanbieter 500er Module noch unterbringen kann. Das ist dann der sogenannte Extra-Slot, der berühmte Extra-Slot, den wir hier haben. Und der ist frei routbar auf die Busse oder auf den Master-Out. Also wir haben hier eine sehr krasse Flexibilität in diesem Pult. Also du kannst von verschiedenen Punkten Signale abgreifen. Und eine davon ist, also wir haben einmal den Extra-Slot, der kann auf den Bus 1 geroutet werden, den wir ja hier anwählen können über die Bus 1-Taster. Ja, und dann können wir sozusagen den Extra-Slot dafür benutzen. Oder wir können den aber auch auf den Main-Out routen. Wir haben aber on top auch nochmal einen hinten über Klinke angelegten Extra-Insert. Das heißt, du hast letztendlich 2 Insert-Punkte, die du nochmal dazu hast. Also es ist Wahnsinn, was wir hier alles machen können. Zudem noch haben wir hier auch noch Inserts am Kanalpult selber. Also extrem flexibel, was wir hier untergebracht haben. Vielleicht ganz kurz zur Konnektivität, also ist USB-C dran. Ja. Das Teil hat eine wahnsinnig gut klingende Soundkarte drin. Ich glaube, AKM-Wandler sind drin. Und AKM und ESS-Chips, ganz genau. Und die sind von der Qualität genau das, was du halt gerade im Studio-Standard hast. Und die sind auch so ausgelegt, dass sie die Pegel, die hohen Pegel, die du brauchst in diesem Pult, auch verarbeiten können. Also wir sprechen hier von locker 20, 21 dBu, die Soundkarte kann. Wir haben sie intern, da würde ich jetzt ein bisschen zu viel in die Details gehen, wie das mit symmetrisch und unsymmetrisch läuft, aber es ist so, die Idee ist, du hast eine extrem hochwertige Soundkarte, die so viel Pegel hat, dass du auch Module ansteuern könntest, die kein Input- oder Output-Trim haben. Das ist ja auch immer so ein Thema. Also du hast einen EQ beispielsweise, der einen Signalverlust hat und dann kommst du nicht heiß genug rein. Die Idee ist, du gehst aus dem Computer raus, wenn du das möchtest und kannst dann sozusagen einmal mit ein heißes Signal reingehen und das anzufahren. Also ich durfte ja schon ein paar Sessions auf dem Teil machen und war mit ein paar Sachen wahnsinnig beeindruckt. Und zwar zum einen diese Buttons hier, das sind echt Performance-Buttons, die auch alle, ich glaube, so einen ganz kleinen, man nennt das Slope, so eine ganz kleine Kurve haben. Das heißt, hier knackt es nie, wenn du was ein- und ausschaltest. Richtig. Und was ich wahnsinnig cool fand, du kannst das Ganze hier organisieren, halt auch in Gruppen. Das heißt, du kannst so quasi Mute-Groups machen und die hier abspeichern. Ja. Und was wir noch gar nicht, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, hier gibt es eine kleine Effekt-Section auch. Ja. Wir haben letztendlich erstmal eine Effekt-Section, die hart geroutet ist auf die beiden Auxiliaries. Also um nochmal sozusagen den Signalweg zu erklären. Ja, wir haben hier den Mono-Kanal. Ich habe einmal die Möglichkeit, auf USB zu schalten. Das heißt, ich kriege dann das Signal von meiner Soundkarte, die class-compliant ist. Oder ich gehe analog rein, dann habe ich ein Insert, dann habe ich diese On-Off-Switches, ich habe einen Pen und dann habe ich die beiden Auxiliaries und natürlich selbstverständlich den Kanalfader. Und das Effektmodul liegt letztendlich an, hardwired, und entweder habe ich es drin, das heißt also, ich kann auf diesen Kanal raufgehen, ja, oder ich kann es, also es gibt die Möglichkeit, wenn ich hier ganz nach links gehe, dann geht er auf 0, und wenn ich ihn dann ausgewählt habe, dann auf 0 gestellt habe, ist er aus dem Signalweg raus, weil wir haben ja noch die Möglichkeit, analog die Auxiliaries zu benutzen. Das heißt also, Leute fragen sich, okay, wenn es hardwired ist, wie genau funktioniert das? Naja, du kannst die entweder kombinieren, das heißt, du hast das Delay und den Hall, den wir hier drin haben, kombiniert mit dem analogen Send and Return, oder du hast den einfach ausgeschaltet. Das kannst du machen. Und was mir ganz wichtig ist, die Auxiliaries sind symmetrisch. Das gesamte Aufbau von diesem Pult ist symmetrisch. Das heißt, du hast an keinem Zeitpunkt irgendeinen Signalverlust. Das ist ja immer so das Problem bei ganz vielen Pulten. Wenn du einen Insert hast oder einen Auxiliary, bei den meisten 19 Zoll Pulten, das ist mir auch wichtig, wir haben hier einen 19 Zoll Pult, es gibt noch extra einen 19 Zoll Frame, das heißt, man kann das in ein normales 19 Zoll Case reinbauen, hast du meistens unsymmetrische Ausgänge. Das heißt, du verlierst 6 dB. Und viele wundern sich dann immer, warum ist mein Signal leiser oder warum ist der Rauschabstand schlechter oder so. Das ist einer der Gründe. Also wir haben hier einen extrem hochwertigen Signalweg. Beim ersten Rumjammen ist mir einfach aufgefallen, dass das Teil einfach megamäßig klingt. Das ist der Sound, und es ist eben ein Mischpult, was die Lücke für mich zum Instrument schließt. Also es ist wirklich ein Performance-Tool.
Ich würde sagen, bevor wir reinhören und ein bisschen rumjammen hier, gehen wir noch auf die Besonderheit hier beim 501-Modul ein. Weil das ist mir auch aufgefallen. Ich bin ja nicht so tief in der Materie wie du. Aber als ich hier an diese Kanäle mal ein paar Drum Machines angeschlossen habe, ist mir aufgefallen, du kannst hier das Gain hochdrehen, aber kannst es gleichzeitig das Level wieder zurücknehmen. Das hat mir extrem gut gefallen. Erzähl auch vielleicht mal eine Kleinigkeit dazu. Also, was wir bei Rodec von Anfang an gemacht haben, ist, wir haben uns angeguckt, warum war eigentlich der Sound in den 70ern und 80ern so besonders? Was hat eigentlich den Sound der 70er und 80er ausgemacht? Und was aufgefallen ist, du hattest extrem schmeichelnde Mitten. Mitten waren immer da. Heutzutage ist ja alles Bass und Höhen, aber früher war es auch so, die Mitten waren extrem prickelnd. So. Und einer der Gründe dafür aus unserer Sicht sind Operationsverstärker. Und letztendlich haben wir 2 Custom-Operationsverstärker gebaut. Das heißt, es gibt einen Vintage-diskreten Operationsverstärker und einen modernen. Und die sind wirklich gebaut wie in den 50er, 60ern. Das heißt also, die werden mit einer Through-Hole, das ist wirklich eine schöne, dicke Platine, die werden echt per Hand gelötet und gebaut und die machen einen Sound. Und die haben wir eingebaut in den 501 und auch in das Pult an sich. Und die Idee ist, beim 501 hast du den Vintage Op-Amp an der Eingangsseite und kannst sozusagen deine Sättigung damit bestimmen, wie hart du den Operationsverstärker anfährst. Und auf der anderen Seite haben wir den modernen Operationsverstärker am Ausgang. Und der sorgt dann dafür, dass du letztendlich eine schöne, geschmeidige Auslevelung des Signals hast. Ja. Das heißt also, du hast die Farbe am Eingang und hast dann sozusagen nochmal die ganz normale Pegelkontrolle am Ausgang. Und das ist die Magie. Wir haben die Operationsverstärker auch am Main-Out. Und das ganz Wichtige ist, die Operationsverstärker kann jeder selber rein und raus stecken. Das heißt, ihr könnt mal gerne auch den modernen auf den Eingang stecken und den Mojo-Klasse Vintage Op-Amp an den Ausgang stecken. Mal gucken, was passiert. Gleiches gilt natürlich auch für den Ausgang. So, und das ist die Magie für mich, dass ich hier halt sozusagen so einen Farbregler habe, mit dem ich schön reingehen kann. Wir werden das gleich so bei 808 Sounds hören. Das Ding treibt dir mal aber richtig mal die Farbe rein. So, das ist wirklich traumhaft, was du damit machen kannst. Und macht ganz viele verschiedene Klangcharakteristiken damit möglich. Cool. Wie ihr seht, liegt ja gar nicht viel rum an externer Soundkarte. Wie ich eben schon erzählt habe, das Pult hat eine eingebaute Soundkarte. Da würden wir gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Das Coole ist, es ist eine Class-Compliant USB-C Soundkarte. Ja. Das heißt, wenn du ein Tool hast wie ein Ableton Push 3 oder eine Maschine Studio, einfach dran klemmen und du hast alle deine Kanäle auf dem Pult, was natürlich ein Traum für live ist. Absoluter Hammer. Und ich würde gerne einfach euch nochmal erklären, was das Besondere neben dem Klang an dieser Soundkarte ist. Letztendlich haben wir eine 18-kanelige Soundkarte, 18 Kanäle rein, 18 Kanäle raus. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir hier oben diese USB-Switches. Und diese USB-Switches geben euch dann den Eingang bzw. den Ausgang von der Soundkarte. Das heißt, ich habe hier mal im Ableton gerade einfach die ausgewählt, die Soundkarte. Und je nachdem, welchen Kanal ich auswähle, kommt dann hier einfach das Signal direkt an. Das heißt, ich muss nichts hinten stöpseln, ich muss gar nichts machen und habe einfach direkt den Klang da. Das Tolle ist aber auch, dass ich gleichzeitig auch die Eingänge habe. Das heißt also, alles, was ich an Direct-Outs habe, und wir haben hier nochmal die 16 mal diese Direct-Outs, da kommen wir nämlich noch zu, denn wir haben zwar 8 Kanäle hier, aber gleichzeitig haben wir nochmal 8 weitere Kanäle auf der Seite hier. Die Idee ist, ich habe hier meine Performances, ich habe hier meine ganze Session, meine Drum Machines und alles, um meinetwegen meine Effect Returns oder meine Zuspieler von Ableton, also einfach irgendwelche Background Ambiences, die ich nicht großartig steuern muss, die kann ich einfach hier nochmal drüber einspielen. Und das Tolle daran ist, diese gesamten Routing-Möglichkeiten habe ich auch hier anliegen. Das heißt, ich kann die Auxiliaries einzeln, Auxiliary 1 und 2, kann ich aufnehmen, separat über die Soundkarte, wenn ich das möchte. Also beispielsweise, ich habe irgendwie ein paar Performances hier vorbereitet und möchte aber die Effektsignale separat aufnehmen. Dann kann ich das machen. Dann wähle ich einfach diese AUX 2 to USB oder AUX 1 to USB Option aus und dann kann ich sogar noch wählen, ob es das Send- oder das Return-Signal ist und kann das dann aufnehmen, separat, einfach als weiteres Effektsignal, was einfach der Hammer ist. Und das Gleiche geht auch über die Busse.
Busse. Ich kann auch die beiden Busse, die ich habe, auch nochmal separat aufnehmen. Das heißt, ich habe eine unfassbare Flexibilität hier. Und der crazyste Part für mich ist eigentlich, dass man auch das mit dem Master-Out machen kann. Das heißt also, du könntest sozusagen dir in deinem Logic oder deinem Ableton eine Mastering-Chain bauen und die könntest du dann hinter dem Wandler nochmal über den Rodec abhören. Das kannst du auch machen. Also das ist unfassbar. Und das geht natürlich, wie du schon richtig sagtest, mit allen möglichen Devices. Also alles, was Class-compliant ist. iPads, Maschine Plus, Ableton Push, wahrscheinlich auch hoffentlich bald die Teenage Engineering-Geschichten da, so Sachen. Das ist unfassbar, was mittlerweile möglich ist. Und es gibt keine Qualitätsverluste, weil die ganze Clocking-Geschichte, alles ist intern in dem Pult und es klingt einfach phänomenal. Cool. Ist natürlich der Hammer, wenn du lange Sessions aufnimmst, du machst eine Jam und hast deine Effekte separat und so weiter und kannst das alles nochmal neu mischen. Und das ist genau die Idee. Die Idee ist, du verlierst komplett diesen Engineer-Mindset und du arbeitest einfach und machst deine ganze Session und danach öffnest du es auf und schneidest dir die besten Parts raus. Ich meine, du bist ja auch, wie ich auch, Analog-Freak der ersten Stunde und das Schlimmste ist eigentlich immer das Routing, oder? Also. Das Allerwichtigste bei diesem Pult ist dran stehen, nicht davor sitzen. Das ist ein Instrument, man muss damit jammen. Und das machen wir jetzt. Absolut. Coole Jam, Adrian. Dankeschön. Ganz wichtig, diese Konsole steht hier beim Music Store in Köln in der Demo. Könnt ihr also im High-End-Raum ausprobieren. Ja, ich würde sagen, Link in der Beschreibung. Absolut, aber kommt vorbei in den Laden, das ist super hier. Also mein erstes Mal, wo ich mal wirklich die Chance hatte, hier alles zu sehen, ist der absolute Hammer. Und so ein Gerät muss man erfahren.
Das muss man einfach mal ausprobieren, das muss man anchecken. Da erklärt sich dann einiges. Wir zwei sind raus für heute. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, jetzt noch eine Music Store Currywurst. Absolut. Und bis dann. Bis dann.